Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los. So, wir haben hier ein Acer Aspire 3 und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellnummer finden könnt. Aber zuallererst stellen wir mal sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die genaue Modellbezeichnung finden wir bei dem Gerät auf der Rückseite, und zwar hier. Und mit dieser Modellbezeichnung findet ihr super einfach alle Ersatzteile genau für dieses Gerät bei uns im Shop. Allgemein lässt sich zu dem Gerät noch sagen, dass ein Displaytausch von vorne möglich ist. Dafür muss man nur den Frontrahmen abnehmen und kommt so an das Display ran. Die Tastatur kommt zusammen mit dem Topcase. Das Touchpad kann man allerdings einzeln tauschen. Um das Gerät jetzt zu öffnen, muss man erstmal alle Schrauben lösen. Und davon gibt es hier eine ganze Menge. Ich blende euch die auch im Bild ein. Und da gibt es zum einen die äußeren Schrauben, die man hier alle sehen kann. Und die beiden Schrauben hier halten jeweils die Serviceabdeckungen. Und auch die muss man beide ausschrauben und auch rausnehmen, um die Unterseite lösen zu können. Und ich zeige euch auch gleich warum. Wenn man die nämlich aufmacht, und da kann man entweder versuchen mit den Fingern drunter zu kommen und das dann nach oben zu ziehen oder so mit einem kleinen Gegenstand das ein bisschen aufzuhebeln. Die ist hier drüben eingehangen und bei der genauso. Da kann man hier die so ein bisschen nach oben hebeln. Und da sehen wir jetzt hier drüben, kann es sein, dass eine 2,5 Zoll Festplatte verbaut ist. Und die läuft hier rüber mit dem Kabel zu diesem Stecker. Und die müsste man auf jeden Fall entfernen. Und zusätzlich sind auch unter dieser Abdeckung hier noch 2 weitere Schrauben, die tatsächlich auch die Unterseite an das Gerät verbinden. Das heißt also, alle äußeren Schrauben rausnehmen, auch die, beide Serviceabdeckungen abhebeln. Wenn hier eine 2,5 Zoll verbaut ist, die raus, die beiden Schrauben raus und ja, hier drüben, das ist im Grunde genommen egal. Und eine weitere Besonderheit, die ich euch zeigen möchte, ist, dass hier unter dieser Abdeckung, sobald man die löst, sieht man hier so eine kleine Platte und die betätigt hier einen Druckknopf. Das heißt, sobald man diese Platte hier löst, ist die Verbindung zum Akku weg. Das heißt, das Gerät ist ohne Strom und da braucht man sich dann natürlich nicht zu wundern, falls das Gerät nicht mehr anspringt, obwohl man nur eine Serviceplatte vielleicht abgemacht hat. Genau, so viel dazu. Zum Öffnen habe ich hier ein Universalwerkzeugset benutzt. Das ist super praktisch. Das sind nämlich alle Aufsätze und gegebenenfalls auch Schrauben, die man so braucht, mit dabei. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung, falls ihr da Interesse habt. Und als Aufsatz nehme ich hier einen Kreuzschraubendreher und zwar ein PH0. So, wenn man das jetzt alles weg hat, dann kann man auch tatsächlich anfangen, die Unterseite vom Gerät zu trennen. Und man sieht ganz gut, hoffe ich, wo die Verbindungslinie ist. Und die läuft hier einmal um das Gerät herum. Auch auf der Rückseite. Und dadurch, dass jetzt hier so viele Schrauben drin sind, gibt es jetzt auch nicht so viele Einraststellen. Die lässt sich also im Normalfall ziemlich gut lösen.
Ich benutze da einen dünnen, flachen Metallgegenstand. Und dann, ich denke, ich fange jetzt in dem Fall mal auf der Vorderseite an. Versuche ich zwischen Gehäuse und Unterseite zu kommen, um das dann einfach so ein bisschen nach oben zu hebeln. Und hier merkt man schon oder sieht man, wie einfach sich das tatsächlich lösen lässt. Und meistens kann man auch mit den Fingern schon drunter. Wenn das nicht so gut geht, macht man einfach in der Art dann weiter. Genau. Eine Sache, die man hier vielleicht beachten muss, ist, dass der Akku anscheinend nicht verschraubt ist. Der liegt also einfach nur lose hier drin und kommt einem da wahrscheinlich entgegen. Sollte es doch Geräte geben, wo der verschraubt ist, dann sind die beiden Schrauben genau hier. Und hier sind auch Gewinde zu sehen, aber tatsächlich habe ich nichts darüber gefunden, dass der verschraubt wird. Der scheint also einfach wirklich lose hier drin zu liegen. Das nur zum Beachten, wenn man das Gerät dann aufmacht. Gut, nichtsdestotrotz trennen wir auf jeden Fall trotzdem erstmal den Akku vom Mainboard und können ihn dann auch gleich ausbauen bzw. einfach rausnehmen. Und den Stecker dazu sehen wir hier. Und den kann man einfach seitlich greifen und dann nach hinten hin rausziehen. Und wie gesagt, den Akku kann man dann einfach nach oben hin aus dem Gerät nehmen und eben auch gegebenenfalls tauschen. Gut, was können wir hier noch sehen? Wir sehen hier den RAM. Direkt daneben ist die SSD. Da sehen wir den Lüfter, der sich auch einzeln tauschen lässt. Und den Heatsink, der die CPU kühlt. Und hier ist das WLAN-Modul und die beiden Antennen. Direkt unter dem Akku ist hier jetzt auch das Touchpad zu sehen. Das lässt sich, wie gesagt, auch einzeln tauschen. Und da sind die Schrauben unter dieser Abdeckung hier, die hier auch nochmal zusätzlich verklebt ist. Und hier drunter sind Schrauben, die muss man einfach allesamt rausnehmen. Dann natürlich eben die Abdeckung hier ein bisschen nach oben ziehen. Und das Kabel, was das Touchpad mit dem Mainboard verbindet, muss man auch trennen. Und das ist mit einem Kippschalter verbunden, also hier nicht einfach dran ziehen. Den muss man erst so nach oben klappen. Und dadurch wird das Kabel freigegeben. Und dann kann man das problemlos nach hinten rausziehen. Das ist hier auch nochmal drüber geklebt. Und beim Wiederverbinden ist es so, man sieht hier die weiße Linie. Und die gibt an, wie weit das Kabel wieder im Stecker sein muss. Also da einfach nur drauf schauen, dass man das wieder richtig bis zum Ende in den Slot schiebt. Dann nur noch den Stecker wieder umklappen. Ja, und so schnell geht das. Den RAM bei diesem Gerät zu tauschen ist super einfach, wie eigentlich bei allen. Dafür muss man nämlich nur diese beiden silbernen Klammern hier an der Seite nach außen schieben. Und dann kann man den einfach aus dem Slot nehmen. Und genau so kommt er auch wieder rein und wird nach unten gedrückt, bis die beiden Klammern wieder einrasten. Die SSD, die direkt daneben ist, lässt sich genauso einfach tauschen. Dafür gibt es unter diesem kleinen Klebedings hier die Schraube. Die nimmt man raus. Und danach kann man die SSD ein bisschen nach oben hebeln, wenn die hier verklebt ist. Und dann einfach aus dem Gerät ziehen. Genau, und genau so kommt die wieder zurück in den Slot. Wird nach unten gedrückt und dann einfach wieder verschraubt. Und schon hat man das. Wie eingangs erwähnt, auch den Lüfter kann man separat tauschen. Und der wird von diesen beiden Schrauben hier gehalten. Die muss man lösen. Und das Lüfterkabel läuft hier unter den beiden WLAN-Antennen einmal hier rum und geht hier in den Stecker. Auch hier ist ein kleines Klebeband drüber. Und ich würde jetzt in dem Fall erst einmal den Lüfter an sich ausschrauben.
Und hier den Stecker kann man seitlich fassen und rausziehen. Und dann kann man den Lüfter, ob man das so gut sieht hier, das ist einfach nur so ein bisschen Papier, da muss man den drunter rausziehen. Genau, und dann kann man den vorsichtig hier aus dem WLAN-Antennen rausziehen. Und deswegen, ich sage einfach nur vorsichtig, weil die WLAN-Antennen, die sind nur mit einem Druckknopf verbunden. Das wäre jetzt also überhaupt nicht schlimm, wenn die abspringen. Die kann man einfach wieder verbinden. Aber das ist ein Gefummel und das will man sich ersparen. Bei dem neuen Lüfter ist es so, je nachdem wie der geliefert wird, wie das Kabel dann ist, da sollte man sich einfach merken, dass die Kontakte, die man hier sehen kann, in dem Fall nach oben zeigen, wenn man den Stecker wieder verbindet. Und ich mache das jetzt in umgekehrter Reihenfolge. Erst vorsichtig den Stecker hier unten durch. Genau. Dann wieder einstecken. Und da einfach nur schauen, dass der wirklich bis ganz zum Anschlag drin sitzt. So sieht das dann aus. Und dann legt man den Lüfter einfach wieder unter diese Papierabdeckung hier. Und die noch so ein bisschen runterschieben. Und dann kommt der wieder auf die Gewinde. Der ist passgenau. Das merkt man sofort, dass der genau da reinkommt. Und dann muss man den nur wieder verschrauben. Den Akku kann man jetzt einfach wieder in das Gerät legen. Und der hat auf beiden Seiten hier so eine kleine Öffnung. Und dafür sind diese Noppen hier gedacht. Da kann man den also einfach wieder reinlegen und positionieren. Und sollte man ein Gerät haben, was tatsächlich Schrauben hat, dann kommen die hier rein. Und am Ende natürlich super wichtig, nicht vergessen, das Akkukabel auch wieder einzustecken. Sonst tut sich gar nichts, wenn man das wieder zusammengebaut hat. Das gleiche hier wie beim Lüfter. Einfach schauen, dass der wirklich ganz drin sitzt. Und dann kann man die Unterseite wieder verbinden. Und die legt man jetzt einfach hier wieder drauf und drückt die überall nach unten fest. Auch in der Mitte. Ich gehe hier auch einmal noch um das Gerät herum und schaue, dass wirklich nirgendwo mehr eine Lücke zu sehen ist. Genau, und dann kommen zuallererst mal diese beiden Schrauben hier rein, die unter der Serviceabdeckung sind. Dann gegebenenfalls die 2,5 Zoll, die kommt hier durch die Führung, wird hiermit verbunden. Und dann kann man die Serviceabdeckung hier so ein bisschen einhängen und nach unten drücken. Auch die rastet überall gut ein. Die zweite genauso. Und dann kann man die restlichen Schrauben zumachen und hat das erledigt. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.